Schön, dass du zurück bist bei Drumstone Masterclasses. In meiner ersten Lektion habe ich ein offenes Solo gespielt, völlig formlos, um einfach zu sehen, was die Tagesform hergibt. Und ich musste zu meinem Erschrecken feststellen, dass meine Hände ganz schön müde und erschöpft einfach sind von den letzten Tagen on the road. Und es gibt eine Routine, die ich mache, eine halbstündige Snare-Drum-Routine, die ich wirklich jeden Tag mache. Aber in einem Fall wie heute, wo ich wirklich merke, dass da noch einige Luft nach oben ist, bis die Sehnen an die richtige Stelle gedehnt sind, würde ich sie sogar zweimal 30 Minuten machen. Aber ich umfasse euch mal kurz mein Workout. Ich nehme mir ein Tempo auf dem Metronom. Ich nutze die Tempo-App, da kann man immer einen schönen Timer einstellen und alles. Und ich nehme das Tempo 170 und spiele eine Minute stur Single Strokes durch. Das klingt sehr langweilig, ist es auch. Aber here we go. Ich zeige euch mal kurz, wie das abläuft. Ich spiele eine Minute beim Tempo 170 Single Strokes. Dann mache ich eine halbe Minute Pause, schüttel die Pfötchen aus und dann hebe ich das Tempo um 1 BPM an, gehe auf 171 und spiele wieder eine Minute Single Strokes. Von Tempo 170 zu 171, das ist eine homöopathische Größe, nur die wenigsten können das wirklich spüren. Insofern, ich bin großer Fan davon, sich so ganz langsam zu steigern und das Tempo zu erhöhen. Die Idee ist, am Ende 20 Mal eine Minute zu spielen und immer das Tempo um 1 BPM zu erhöhen. Das heißt, wir sind am Ende bei Tempo 190 angekommen, ohne dass man es wirklich merkt, weil man immer nur 1 BPM Abstand hat. Und halt zwischen den einminütigen Einheiten 30 Sekunden Pause machen. Macht 20 Mal eine Minute spielen und auch 20 Mal eine halbe Minute Pause plus 10 Minuten ergibt ein schönes Paket von 30 Minuten, in dem man sich wirklich um 20 BPM gesteigert hat. Und das mache ich gerne einmal oder zweimal am Tag. Beim zweiten Mal fange ich gern schon ein bisschen schneller an. Beim Tempo 190 setze ich dann meist an und spiele es bis 210. Man muss wirklich sehr vorsichtig sein, auch mit dieser Übung. Es ist kein Wettbewerb, man macht sowas für sich alleine. Schlagzeug ist sowieso generell kein Wettbewerb. Und es ist natürlich schön, wenn man Geschwindigkeit und Kraft aufbaut. Aber sowas ist eine ganz, ganz persönliche Sache. Und sobald ihr irgendwie merkt, dass nur ein bisschen Gegenwehr in den Sehenscheiden kommt oder in die Finger wehtun, würde ich an eurer Stelle sofort aufhören. Dann ist dieses Tempo definitiv zu schnell für euch. Auch müsst ihr sehen, wo wir dann am Ende ankommen. Wenn wir jetzt von 170 zu 190 uns langsam hocharbeiten, muss euch im Klaren sein, dass ihr eigentlich eine Minute Tempo 190 auch wirklich durchspielen könnt. Insofern nochmal, das ist kein Wettbewerb. Sowas beginnt man ganz langsam und steigert sich. Ich habe damit angefangen mit Tempo 100 vor Jahren und habe dann wirklich jede Woche das Tempo auch um 1 BPM erhöht. Sozusagen, dass ich nach einer Woche bei Tempo 101 begonnen habe, eine Woche später bei Tempo 102. Und wenn man das wirklich regelmäßig macht und schlau anstellt, kann man rein theoretisch innerhalb von einem Jahr, ein Jahr hat 52 Wochen, kann man theoretisch sein Vermögen um 50, 52 BPM steigern für ein Jahr. Aber wie gesagt, sowas man muss sehr, sehr sensibel und nachsichtig auch mit sich sein. Jeder Tag ist anders, jeder Tag fühlt sich anders an. Insofern seid gut zu euch, es ist kein Wettbewerb. Ich spiele mal jetzt eine Minute bei Tempo 170 und zeige euch mal kurz, wie das wirklich in der Praxis aussieht. Here we go. Ich habe hier einen schönen Timer eingestellt, der alle 90 Sekunden um 1 BPM hochgeht. Ich spiele 60 Sekunden davon, die letzten 30 Sekunden lasse ich frei und freue mich dann, mit einem BPM schneller weitermachen zu dürfen. Here we go. Tempo 170. 1, 2, 1, 2, 3.
Wow, ging doch recht schnell vorbei. Nutzt die 30 Sekunden. Schüttelt eure Flossen aus, auch mal die Sticks weglegen. Vielleicht mal kurz ein bisschen nachdehnen. Die 30 Sekunden vergehen nämlich sehr schnell. Es muss sich gut anfühlen. Jegliche Schmerzen haben hier nichts zu suchen. Sofort aufhören. Okay, es geht weiter in 5 Sekunden. Tempo 171. 1, 2, 3, 4. Keine Akzente, immer schauen, dass die Sticks die gleiche Höhe haben, aufrecht vor der Snare sitzen, am besten auch ohne Federteppich, dann hört man nämlich viel klarer, ob die Schläge auch wirklich gleichmäßig sind. Okay, es geht weiter, in 5 Sekunden sind wir bei 172. Keine Sorge, das ist das letzte Mal, dass ich das zeige. 1, 2, 3, 4. Ich mache es gern 5 Sekunden länger, weil ich ein alter Streber bin einfach. Genau, akzentfrei das Ganze. Ich wechsle auch gerne mal zum Double Stroke oder zum Paradiddle. Aber das sind eigentlich so die einzigen Rudiments, die ich in dieser Übung wirklich verwenden würde. Es geht darum, wirklich gleichmäßige Schläge, entspannt sitzen und die Finger und Sehnen einfach in die richtige Position zu dehnen. Wenn man diese 30-Minuten-Einheit einmal gemacht hat und vorhat, dann schön warm gemacht noch eine zweite halbe Stunde ranzuhängen, mache ich es sehr gern auch mit einem extrem dicken Marching-Stick, der dickste Stick, den ich im Laden gefunden habe oder der schwerste. Auf dem Übungspad macht leider oftmals die Fälle, leiden darunter. Oder was ich auch gerne tue, ist auf dem Kissen zu üben, die Angelegenheit, ohne Rebound. Und wenn man wirklich ein echter Märtyrer ist, dann nimmt man wirklich den dicken Marching Stick auf dem Kissen. Das ist enorm, enorm anstrengend für die Hände und ich empfehle das keinem Anfänger auf jeden Fall zu machen. Ich habe viele, viele Drummer-Kollegen, die einfach Sehenscheidentzündung hatten und da Wochen, Monate lang pausieren mussten, weil sie es einfach einmal übertrieben haben. Und das ist wirklich, da muss ich euch echt warnen, seid vorsichtig. Nochmal, Schlagzeug ist kein Wettbewerb, aber wir wollen alle schnell spielen können und viel spielen können natürlich. Das liegt, glaube ich, in der Natur von 90% der Schlagzeugern. Aber seid gut zu euch und ja, tastet euch da ganz langsam ran an die Angelegenheit. Singles, Doubles, Paradiddle. Am Ende des Tages, wenn wir das jetzt hier zu Ende machen, kommen wir bei Tempo 190 an, nach einer halben Stunde in der letzten Minute.
Das spiele ich mal kurz noch für euch, damit ihr mir das auch wirklich glaubt. Aber ich merke zum Beispiel heute, laufen die Strokes nicht 100% sauber. Ich würde auf jeden Fall eine zweite Einheit dahinter schieben. Ihr müsst einfach sehr selbstreflektiert sein und klar euch gegenüber Fehler erkennen, genau hinhören. So, was macht ihr am besten vorm Spiegel? Dann seht ihr auch wirklich, ob die Amplituden des Sticks gleich hoch sind. Genau, seid ehrlich euch gegenüber, weil nur darum geht's. Das ist eine Sache, die man für sich alleine macht. Ihr werdet nicht für irgendwelche Bands mehr oder weniger angerufen, weil Leute wissen, dass ihr bei 200 BPM Sechzehntel spielen könnt. Das interessiert niemanden. Das macht ihr wirklich, das machst du für dich selbst und für das gute Gefühl, das du hast am Schlagzeug, dich einfach ausdrücken zu können und das Gefühl zu haben, dass zwischen deinen Ideen und deinem trommlerischen, schlagzeugerischen Vermögen einfach nichts im Wege steht. 190 BPM, here we go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wenn ihr euch wirklich geiseln wollt, übt die Sache auch leise, so leise ihr könnt. Ein Freund von mir, Christian Lillinger, ein fantastischer Jazzdrummer, der hat sich folgende Übung ausgedacht. Er nimmt einen A4-Karton, ist besser als ein Blatt Papier, faltet das einmal und macht so ein Dreieck und legt das hier über die Snare drüber. Und er zwingt sich sozusagen damit, das Blatt Papier darf sich am Ende nicht bewegen. Ihr seht, der Vorführeffekt klappt gut. Nehmt am besten ein Stück Pappe oder Zeitung, was ein bisschen stabiler ist. Die Idee dahinter ist aber, dass die Amplitude der Sticks so gering wie möglich ist, dass ihr wirklich klein und leise spielt. Nehmt ein Stück Karton dafür. Genau, macht euch das Leben gerne selber schwer, weil nur das bringt irgendwie weiter. Eine weitere Übung, was ich heute festgestellt habe, ich bin vielleicht in einigen Kreisen bekannt dafür, sehr viele Ghost Notes auf der Snare zu spielen. Und es gibt immer wieder, wenn man im Sechzehntel Raster denkt, dass Ghost Notes, also für die von euch, die es nicht wissen, Ghost Notes sind die kleinen, unakzentuierten Schläge auf der Snare, die man zwischendurch macht. Wenn man einen Groove spielt, sind das sozusagen die kleine Finesse, die man auch einbaut. Die kleinen Schläge zwischen den akzentuierten Backbeat-Snare-Schläge. Das sind Ghost Notes, Grace Notes, sagen auch einige Amerikaner dazu. Ich habe festgestellt bei meinem offenen Solo in der ersten Lektion, dass die nicht so geschmeidig heute laufen. Und ich habe da für dich eine wundervolle Abhängigkeitsübung. Schlagzeuger reden immer davon, Unabhängigkeit aufzubauen. Das ist auch schön und gut. Wir arbeiten mit all unseren Gliedmaßen gleichzeitig. Und natürlich strebt man an, dass jede Gliedmaße autark funktioniert. Das ist schön, wenn das geht. Am Ende des Tages ist es eine Illusion. Man nimmt es ja auch mit einem Kampf gegen das Nichts auf. Es gibt Schlagzeuger, wie Thomas Lang zum Beispiel, die spielen Unabhängigkeitsübungen. Linke und rechte Hand spielen eine Sache, ein Pattern und die Füße spielen ein anderes Pattern.
Und dann wechselt er das, dass nur die linke Seite, linke Hand und der linke Fuß das spielen, rechte Hand und rechter Fuß das andere. Und dann teilt das nochmal diagonal rüber. Man kann solche Unabhängigkeitsübungen ins Unendliche einfach ausspinnen. Und das ist auch schön und gut. Man muss aber immer nur überlegen, in welchen Bands spielt man oder welche Art von Musik will man am Ende des Tages machen. Gibt es überhaupt Bands, die sowas spielen, krumme Takte, viel Unabhängigkeit? Muss ich in einer Latin-Band spielen, wo ich mit dem Hi-Hat-Fuß noch vielleicht die Klave spiele oder sowas? Insofern, man kann ganz schön viel Mist üben am Ende des Tages auch. Überlegt euch, wohin ihr wollt. Je klarer die Idee für euch ist, wohin ihr mit eurem Drumming wollt, wohin ihr mit eurer Musik wollt, desto klarer kristallisieren sich eigentlich auch Übungen raus, die gut für dich sind. Und ich zeige euch jetzt mal eine Abhängigkeitsübung, die erscheint erstmal sehr einfach, hat aber mehrere Tücken und mehrere Fallen. Und zwar spiele ich für dich mit Bassdrum, Snare und Hi-Hat Sechzehntelnoten. Erstmal unakzentuiert, dann setze ich auf der Snare einen kleinen Akzent, damit sich das mehr wie ein Backbeat anfühlt, folgendermaßen. Klingt erstmal einfach, hier kommt die Tücke. Und zwar geht es nicht nur darum, Ghost Notes aufzubauen und ein Verständnis für das Sechzehntelraster der Ghost Notes zu bekommen, sondern der nächste Schritt ist interne Dynamik. Ich habe oft die Situation, dass ich zu einem Soundcheck, zu einer Bühne komme und das Schlagzeug nicht mein eigenes ist. Das ist einfach ein gemietetes oder es ist von jemand anders, von einer Band, die auch am Abend spielt, mit der man sich vielleicht die Bühne teilt. Und ich sehe dieses Schlagzeug nur diesen einen Tag und diesen einen Abend und oftmals steht da ganz schöner Schrott einfach vor meiner Nase. Da habe ich zum Beispiel eine Bassdrum, aus der nichts rauskommt und ich weiß, okay, ich muss jetzt den ganzen Abend da richtig in die Bassdrum reinlangen, um irgendwie einen einigermaßen ausgewogenen Sound aus dem Drumset zu bekommen. Schlagzeug ist ja eigentlich eine Zusammenstellung aus Einzelinstrumenten und der Spieler, in dem Falle du, macht es einfach zu einem kompletten Instrument. Insofern müssen wir als Schlagzeuger einfach dafür sorgen, dass sich das Ganze homogen und ausgewogen anhört. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bassdrum habe, aus der nichts rauskommt und ich weiß, ich muss da echt reingeben den ganzen Abend, dann ist es gut, wenn ich das voneinander trennen kann. Wenn ich die Bassdrum lauter spielen kann als die Hände. Und jetzt mache ich Folgendes mit dieser schönen Abhängigkeitsübung. Ich spiele alle Gliedmaßen ganz, ganz leise und fange dann an, einzelne Elemente zu steigern. Lauter werden, lauter werden, lauter werden. Und dann fahre ich wieder runter und dann gehe ich zur nächsten Gliedmaße über. Lauter, 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 lauter und wieder runter damit. Hört sich komplizierter an, als es ist. Obwohl, es hat viel mit Körperspannung zu tun. Ihr lernt auch wirklich euren Rücken ein bisschen besser kennen, weil manche Sachen kommen aus der Hüfte, wie zum Beispiel die Bassdrum. Bei mir der Hi-Hat-Arm kommt sehr viel aus der linken Schulter und ihr werdet merken, wie sich so ein bisschen die Spannung im Körper verschiebt. Die Zeit der Steigerung der einzelnen Gliedmaßen ist euch selbst überlassen. Ihr könnt das super meditativ über 2 Minuten machen, ihr könnt aber auch irgendwie 2 Takte nehmen. Das ist euch selbst überlassen, aber ich empfehle, das schön auszureizen und sich schön viel Zeit zu nehmen. Lange Rede, here we go.
Das Tempo ist euch selbst überlassen. Beginnt lieber langsamer als schnell, um es einfach die Sache in den Kopf einzubrennen bei euch. Und genau, nach oben sind geschwindigkeitsmäßig keine Grenzen gesetzt. Das sind so 2 Übungen, die mir zu meiner aktuellen Tagesform einfallen. Und da würde ich auf jeden Fall eine halbe Stunde mindestens am Pad 170 bis 190, nochmal eine halbe Stunde 190 bis 210. Und dann würde ich auch locker eine halbe Stunde zusätzlich verbringen, um diese schöne Abhängigkeitsübung durchzuquälen. Yes, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Viel Spaß damit.